Morgen. Guten Morgen. Du bist nicht heute schon wieder ganz nah mit mir unterwegs, oder? Ja, doch. Oh, richtig nervig. Guck mal, da ist schon der Björn. Hallo, ja natürlich, wir haben sind getaktet. Ihr habt wirklich einen Schuss. Scherz beiseite, wir haben heute erstens einen ziemlich engen Tag, ist viel los. Und zweitens seht ihr schon, liebe Leute, dass hier eine ganze Menge nicht so aussieht wie sonst. Gerüst. Und ich würde super gerne, habe ich noch 3 Minuten? Nein. Komm, wir laufen aber mal so rum durch, dass wir zumindest auf dem Weg nach oben einmal ein bisschen was sehen. Weil wir haben endlich die ersten beiden neuen Büros fertig. Super spannend. Das ist deshalb total schön, weil ich echt lange auf die Büros gewartet habe. Wir haben im Prinzip jetzt neu einmal Marketing hell und Marketing dunkel. Und Marketing hell, guck mal, Marketing hell, seht ihr, helle Decke, heller Boden, helle Möbel haben wir gemacht. Damit, da wird normal gearbeitet, Meetings, Gespräche, Telefonate, alles mögliche. Und Marketing dunkel, wo wir jetzt mal reinlaufen, ist die Produktion für Videos und Fotos und Reels und alles, was so dazugehört. Und da müssen die Jungs und Mädels natürlich ganz anders arbeiten, weil sie zum Beispiel auf den Bildschirmen Farbechtheit brauchen, weil sie keinen Besucher vorbeilaufen haben wollen, der ein noch unveröffentlichtes Video oder eine Werbeclip oder so sieht. Und das ist echt schön geworden. Wir haben viel mit Schwarz gearbeitet, noch ein bisschen Leder eingebaut. Morgen! Ihr seht schon die einzelnen Arbeitsplätze, alle Stehsitz-Arbeitsplätze jetzt. Hinten, da wo das Sofa hinkommt, bauen wir noch ein kleines Kino auf. Komm, wir gucken mal. Hallo. Hi. Moin. Ach, guck mal. Nutzt ihr das? Fahrt die hoch und runter? Ja. So runter? Ja. Kannst du ihn noch immer gut mit ärgern. Ja? Ich komme immer, ich fahre erstmal hoch und runter. Das ist so die Stimmung erstmal. Ja. Kompletten Raum für Kameraequipment. Zeig mal. Oh, nee. Ja. Das ist das gleiche Phänomen wie damals, ne? Ja, das ist immer so. Und Warte. man muss einfach den richtigen Finger haben. Sandro. Guck mal, jetzt und? Nein. Wir haben einen Raum für Kameraequipment und eine neue Teamküche. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, es ist noch ein bisschen steril, weil die Basics gerade noch fertig werden und wir arbeiten natürlich hinterher dann nochmal mit. Da kommen noch Vorhänge rein, da kommen noch ein paar Bilder an die Wand, wir kriegen noch so eine Pflanzensäule, wie bei mir oben im Ach, guck mal, der Björn hat die Tür auf. Ja, schön, nochmal einen richtigen Raum für alles, was wir an Zeug haben. Hier kommt ein kleines Mini-Kino hin, wo wir uns gemeinsam die paar Sachen nochmal anschauen können. Großer beweglicher Screen noch auf Rollen und hier oben seht ihr schon, da sind die Schienen eingebaut. Da kommen noch Vorhänge rein. So, jetzt aber hoch zum Termin. Hast du dich mittlerweile an die Baugeräusche im Gebäude gewöhnt? Jetzt waren wir hier an der Treppe irgendwie alles ab. Überall stehen so Schilder rum. Wir sind im Umbau. Ja, unten hier das gelbe Ding, Lebensgefahr, Baugrube. Ich schlaf nicht. Hör mal, warum geht das heute nicht auf? Hier ist richtig Krise. Ich kann doch nicht wahr sein. Hallo, guten Morgen. Einfach von Anfang an Gas geben, weil uns hinten raus und nicht mehr die Zeit geht. Viele Termine heute, erster Termin dreht sich rund um unseren neuen Showroom, wo wir im Moment uns mit ganz vielen fähigen Menschen zusammensetzen, um rauszufinden, wie wir den gestalten wollen. Und jetzt im nächsten Meeting geht es darum, das Ganze auch zu bezahlen. Uli, wann wollen wir anfangen? Gut, ob wir anfangen, wird sich gleich zeigen. Okay, wir wollen nächstes Jahr anfangen, früh im nächsten Jahr zu bauen. Das wird hier natürlich richtig Dreck auslösen und ein richtig großes Loch und eine Baustelle. Und dafür müssen wir jetzt ungefähr 8 Monate vorher, müssen wir jetzt ein Budget festlegen und sicherstellen, dass wir auch das, was wir uns auch leisten können. In dem Fall haben wir jetzt gerade ein Meeting gehabt, wo es um die Frage geht, wie wir uns hier baulich weiterentwickeln. Und ich glaube, es ist jetzt kein großes Geheimnis mehr, dass wir natürlich vorne versuchen, den Showroom-Riegel, Ausstellungsraum aus dem Baujahr 86 einmal neu zu machen.
Und damit zusammenhängend gibt es eben mehrere andere Überlegungen, die wir genau anstellen müssen. Also sich da zu vergreifen bedeutet im Zweifel, dass du dann 10 Jahre dem Geld hinterherläufst, Ja. beziehungsweise auch erstmal 10 Jahre verdienen musst. Und das ist schon nicht ohne. Wir hatten jetzt zum Beispiel eben überlegt, nicht nur vorne ein neues Bürogebäude zu bauen, sondern eben auch unten ein Untergeschoss mit verschiedenen Dingen, wie verschiedene Lichthöfen. Und am Ende ist es zu teuer. Du musst in der Lage sein, etwas über Monate zu planen und es dann, wenn du wie hier jetzt zum Beispiel gerade die Kosten siehst, musst du es in einer Minute fallen lassen. Wenn du dann die Bausumme siehst, weil wir hier zum Beispiel in Bottrop ein Thema, was ich auch nicht wusste, ein Thema mit einem gestiegenen Grundwasserspiegel haben, weil wir an ein bestehendes Gebäude abstützen müssen, weil wir. 1000 Gründe, warum das dann unfassbar teuer wird. Ja, und Bauzeit auch. Bauzeit fast verdoppelt. Und in so einem Moment musst du dann einfach sagen, Ja, loslassen können. weg, Also, genau, weg ja. mit der Idee. Und da geht es wirklich darum, das hat bei mir ein bisschen was mit Erfahrung zu tun, jetzt inzwischen sagen zu können, okay, macht keinen Sinn, alles klar, weg damit. Und jetzt fangen wir neu an und haben aber meistens dann auch, wie haben wir jetzt auch, nämlich mal die Frage, wie ich in Zukunft hier so unsere Glashalle, also die Halle in der Mitte des Gebäudes, die ich für einen guten Showroom halte oder für einen guten, ganz mal Car-Safe genannt, einen guten Ausstellungsbereich mit mehr Autos. Wie viel Geld wir denn da reinstecken müssten, um das Ding adäquat aufzubereiten? Und ich glaube, es ist massiv günstiger. Ich glaube auch, ja. Glaubst du, was? Nicht viel Expertise notwendig? Ja, absolut. Wir haben jetzt auch einen neuen Besprechungsraum, aber ich glaube, der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig, ne? Ja. Guck mal, geht schon? Nee, geht noch nicht. Bei dir geht die schon? Boah. Nee. Hallo. Guck mal, der Marc ist im Meeting. Den habt ihr auch schon länger nicht gesehen. Wer ist denn da? Andreas Spee. Ach, gibt's ja gar nicht. Ja, schön. Hör mal. Und Team. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin mal wieder weg. Also grundsätzlich ist hier jetzt mal das neue Marketingbüro, oder der ein Teil. Ein Teil ist ja hell und ein Teil dunkel. Und hier haben wir zum ersten Mal einen neuen Meetingraum. Guck mal, der ist noch nicht. Oder grundsätzlich mal, ne? Schöner finde ich, schöner Boden, überall so Schreibtische hinkommen, Bodentanks, da sehen wir, da fehlen noch ein paar. Hinten haben wir ein sehr, sehr schönes Bücherregal verbaut. Weißt du, was ich geil finde? Schöner Meetingraum. Achte mal auf das Türgeräusch. Könnte ich den ganzen Tag machen. Conti kriegt Chicken Sticks. Das Oder? Doch, das ist satisfying. Bester Mann. Boah. Hammer. Conti macht Feierabend. Neuer Meetingraum. Jetzt warte mal. Bleib mal draußen. Ja. Hast du nicht gehört. Ich höre wirklich Wunderbar. gar nichts. Tisch, Fernseher, Möbel, Zeitbau wunderbar und vor allem Beschattung. Da haben wir uns ja gefragt, ob das hier funktionieren würde, weil jetzt sind die Beschattungen gerade unten. Ihr seht, hier ist unser sehr, sehr schäbiges Wachhäuschen, was wir auch noch ersetzen werden nächstes Jahr. Das Ding ist echt durch, da müssen wir dringend dran, aber wir können halt nur eins nach dem anderen machen. Ja. Da freut sich der Cäsar auch schon. Aber hier sieht es echt gut aus. Das ist echt laut. Es ist so krass, Leute, wenn man den jetzt hier mal sieht. Ne? Krass. Wenn du überlegst, dass der nur vorher einfach im Büro rumstand. Da ist so eine Sauna da drin. Ist auch sehr, sehr warm. Das ist echt Oh ja. crazy. Wir haben jetzt Kopierer und alles, was dazugehört, wird es noch ein Regal geben. Hier mal in dem Raum untergebracht haben wir so einen kleinen separaten Lagerraum. Das macht echt Sinn. Cool. Und wir zeigen jetzt mal einmal nochmal den Stand vorher. Wir müssen mal ein Video machen. Schäbig. Ach, guck mal hier. Das dauert noch ein bisschen. Aha. Klong. Die Antike. Mal ein Video machen, wie wir echt mal einmal durch die ganze Firma laufen. Eigentlich musst du hoch in den Vertrieb gehen, weil da kommt nämlich schon die Decke runter. Richtig. Das ist, Ich finde es sind sehr vernünftige Arbeitsplätze, aber wenn du jetzt den Vergleich hast, ist es natürlich crazy, genau. Also hier sitzt im Moment unsere Entwicklung, fahren wir so grob mal rein. Ja, ihr seht, das ist ein vernünftiges Großraumbüro, aber wenn wir jetzt gerade unten im Marketing waren, ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Und die Jungs, die jetzt hier mit den ganzen großen Bildschirmen sitzen, also unsere CAD-Entwickler, mit anderen Worten unsere Konstrukteure, die kommen hier rein. Hallo. Ja, hallo. Ich glaube, langsam aber sicher wird das Teil nachvollziehbar. Ja, das ist schön. Gleiche Decke, gleiche Lichtleisten. Die Herausforderung wird jetzt sein, in der nächsten Phase, da nochmal dafür zu sorgen, dass du jetzt nicht immer den Eindruck hast, du bist im gleichen Raum oder als Gast irgendwo bist und nicht mehr genau weißt, wo du bist, weil alles gleich aussieht. Und dafür müssen wir, wenn die Basis steht, ein bisschen Dekoration so machen, dass man die Bereiche auch erkennt. Was ist denn bei dir so mittags auf dem Mittags, ehrlich gesagt, meistens eine Bowl. Ein bisschen, also eine Mischung aus Kohlenhydraten und Protein, aber eine gesunde Bowl, nicht vegetarisch, meistens ein bisschen Chicken dabei oder ein bisschen Lachs. So, hier geht der Finger ab, guck mal.
that's it. Meistens frühstücke ich nicht, weil wir wiederum meistens abends noch irgendwelche Veranstaltungen haben, wo ich dann hin muss. Und die 2 Mahlzeiten am Tag plus ein paar Nüsse zwischendurch reicht mir. Was kann er denn? Was kann der? Wenn man schlechte Laune ist, dann kann er den. Circa mit beiden Augen, weißt du? Was machen wir jetzt? Also ich trinke hier mal Kaffee. Wir haben noch keine Kaffeemaschine, deshalb trinke ich hier Kaffee. Ja, sehr gut. Eigentlich auch meine Verantwortung, aber fällt noch nicht auf, wenn ich hier mit dem Kaffee stehe. Dann mal ein bisschen auf Catering. Naja. Lügen. Prost. Prost. Und du so? Ja, ich auch. Also ich trinke aber keinen Kaffee. Ah, okay. Sprudelwasser. Okay. Kein Alkohol, kein Kaffee, du, das ist aber wirklich löblich. Ne? Ja, eigentlich schon. Gehst du gleich noch eine Runde joggen dann? Nee, aber dafür zu Meckes. Ich stand gerade hinter der Kamera, jetzt steht der Sandro hinter der Kamera. Wir machen den Conti jetzt ein bisschen ready, weil muss natürlich immer alles schick und schön aussehen. Ne? Was willst du? Nix. Nee, also was machen wir jetzt? Ich habe, wie man hier schon sehen kann, den nächsten Termin. Den nächsten Termin. Und zwar ist unser Nachmittag heute wie bei uns heißt es immer Content Day. Und ich werde aufnehmen für YouTube. Heute machen wir Reaction-Videos. Bin mal gespannt, was die Jungs sich diesmal ausgedacht haben, weil ich eigentlich grundsätzlich vor den Reactions nicht weiß, worauf ich eigentlich reagiere. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, haben wir alle schon aufgebaut. Der Sandro freut sich, dass ich gleich wieder nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Aber wir kriegen das schon hin. Wir reacten heute wieder, beziehungsweise ich reacte für euch auf ein Video. Alle mal Welle machen! Ich finde, so sollten wir jedes Video bei Bravos auch grundsätzlich anfangen. Aber alle mal Welle machen! Yeah, Welle! Wenn du willst, kannst du dich umziehen. Wenn du willst, kannst du auch so bleiben. Sieht auch im Kopf fein aus. Du musst nicht immer komplett. Ich würde es so lassen. Sieht vollkommen top aus. Ja, dann mach mal einmal Deo drauf, weil ich schwitze. Ja. Menschlich. Du schwitzt auch. Ich bin auch ganz nervös. Der schwitzt vor allen Dingen. So, was machen wir denn jetzt? Wir sind fertig mit der Du Reaction. machst ja heute auch noch Day in the Life. Ja, die ganze Zeit. sicher. Wir sind fertig mit der Reaction. War interessanterweise ein Video von der Mile. Julian macht Zeichensprache. Was möchte Julian mir sagen? Nein, nicht. Es ging um Sandro, der stand so halb im Bild. Also hinten. ja, lass es nur ein Bild sein. Guck mal, das ist jetzt interessanterweise auch mal das Setup, mit dem wir hier so drehen. Kannst du ja mal zeigen. Grundsätzlich nutze ich den Tisch hier, deshalb ist der auch so groß geworden. Immer mal als Arbeitsplatz und als Besprechungstisch. Du kannst einfach links rüber rutschen. Und wir haben natürlich jetzt gerade hier richtig aufgebaut, um eben das Video zu machen, die Scheinwerfer, die verschiedenen Kameras. Und jetzt geht's weiter. Und wir machen ein Review Auto-Review vom G900. G900. Was ist der Super Black? Super Black. 464. Sehr cool. Erster Teil. Jetzt warte mal ganz kurz. Boah, das ist schon. Jetzt mal kurz. Okay, erster Teil. Das Schlimme ist, ich hab's mir auch erster angeguckt. Teil. Naja, ich hoffe, jetzt müsstest du nur das Boxen noch anfangen. Lassen wir das. Wir müssen hier wieder seriös arbeiten, Julian. Komm mit. Wer bist du eigentlich? Jetzt haben wir, bist du eigentlich? nein, jetzt haben wir alle Leute erklärt, außer dich. Lass Community selber entscheiden, wer ich bin. Wer ist Junior eigentlich? Ja, jeder kriegt den Spitznamen. Ich bin jetzt wer ist- Rocky, Junior kriegt auch noch einen Spitznamen. Ja, du heißt jetzt bei dir natürlich wie Ringelnatter oder wie hieß sie? Nee. Du weißt schon, dass du weißt schon, dass richtig bekloppt ist. Ja, ist es auch. Richtig bekloppt ist so eine Stange. Aber damals mit 17 fand ich das cool. Hattest du Haustiere? Ich hatte das allererste Haustier, was ich hatte, war interessanterweise ein Dackel. Ah. Jetzt bin ich ja ein riesen Dackel-Fan. Ich würde eigentlich ganz gerne wieder einen haben, aber ja, das passt nicht so richtig zu meinem Leben. Würde auf jeden Fall zu dir passen. Ein Dackel. Ja. Ja, danke auch. Ja, ne. Ach übrigens, guck mal, jetzt siehst du hier die Jungs und Mädels rauslaufen. Wir fertigen natürlich bei uns von inzwischen, früher war es 8 bis 17 Uhr, inzwischen auch seit Covid von 7 bis 16 Uhr. Das ist für alle praktischer. Ja. Da haben wir die Kollegin in der Fertigung gefragt, beziehungsweise kam damals der Fertigungsleiter zu mir und sagte, hör mal, die Regelung, die wir bei Covid eingeführt haben, können wir die beibehalten, 7 bis 16 Uhr. Und das haben wir dann auch gemacht. Oh, guck mal hier. Ja, wunderschön. Ein Kundenauto. Das ist zugelassenes Kundenauto. Schöne Wahrscheinlich Farbkombination. Champagner schwarz. Oder war der braun? Champagner
Ich will braun, glaube ich. Soll das schwarz? Schwarz. Beides schöne Farben mit. Ja. So, komm. Thumbnail. Thumbnail. Wir haben halt immer bestimmte To-Dos, die wir machen müssen. Dazu gehört auch ein Thumbnail. So sieht das aus, wenn er das aufnimmt. Schatz, das was ab. Wir normalerweise immer, was gibt's da essen? Eine Bowl und ein Glas Wasser. Nicht hier heute, Cola Zero und Chicken Sticks. Conti Jetzt sagt ihr lügt. natürlich, ja klar, Conti erzählst du uns eine Geschichte? Du Nein, erzählst nicht. eine Geschichte. Wasser und eine Bowl. Guck mal, wann gibt's denn hier mal? Wo sind die eigentlich her? Ja, Millie hat die geholt. Wir haben den Tschüss. ersten. Ciao. Tom, what's that? It's a car part, let's call it. Yeah. Goes in front of my car behind the bumper. It's a cross member brace. And I dropped it off at the paint shop and they painted it yellow. It used to be green. Der hat das schönste Mitarbeiterauto, was es Sieht, gibt. dass durchaus der ein oder andere, der hier arbeitet, auch in seiner Freizeit mal an einem Auto schraubt. Sometimes. I like it. One or a few times. Have a good day. Wir sind durch mit dem Dreh für den G900 Super Black und dem Reaction-Video und machen jetzt noch irgendwas anderes in der Fertigung. Ich glaube, S-Klasse. Wir versuchen eigentlich immer die Drehs... Scheiße, mal wegstellen hier. Wir versuchen eigentlich immer die Drehs... Also wie immer. Wir versuchen eigentlich immer die Drehs zu bündeln. Also einen ganzen Nachmittag dafür zu verwenden, wenn wir dann 1 bis 2 Mal im Monat drehen, weil ich sonst einfach meinen Job nicht geschafft kriege. Das muss relativ effizient ablaufen und auch, weil du in so einen Flow kommen musst. Ne? Ich finde, beim Drehen musst du gute Laune haben, du musst Spaß haben, die Sachen zu erklären oder dir Sachen anzugucken. Das muss ich bündeln, sonst schaffe ich das nicht. Ich und meine Chicken Tenders gehen jetzt wieder rein. Weißt du, was du letztens gesagt hast, was ich richtig cool fand? Dass unsere... dass unsere Werkstatt unser Showroom ist. Mhm. Das fand ich cool. Mhm. Ja, stimmt auch. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Mhm. Ja. Ich will das gar nicht essen. Weg damit. Ja, wir haben uns was dabei gedacht, ne? Wir wollten nochmal schön unsere Fahrzeugpalette Was im ist das Hintergrund. bitte für eine geile Farbe Ja. für den Rocket Air? Ja, tatsächlich. Und ich fand sie genauso geil. Und Sternrubin haben wir auch noch. Sternrubin. Und Babyblau haben wir auch noch. Ich habe jetzt noch nicht ganz herausgefunden, wie das Abteil hier heißt. Ist das wirklich die Rocket Production? Herzlich willkommen in der neuen Brabus-Fertigung. Werk 1, Abschnitt 3, wie wir intern sagen würden. Ihr seht, es ist eine ziemlich moderne Fertigung geworden. Es macht, mir geht echt das Herz auf, weil das was ist, auf das wir schon ganz, ganz lange hingearbeitet haben. Ist jetzt fertig und eröffnet im Prinzip mit dem letzten Creator Day. Wir haben hier eine alte Lagerhalle umgebaut. Das könnt ihr auch sehen, deshalb ist sie natürlich auch so granatenmäßig hoch. Und haben alles wirklich kernsaniert. Ja, hier war auch bestimmt 30 Jahre lang das Brabus-Lager, wenn nicht länger. Deshalb mussten wir das komplette Dach sanieren. Wir mussten die gesamte Infrastruktur, Licht, Luft, Elektrizität, alles, was wir hier zum Arbeiten brauchen, natürlich auch die Bühnen, alles musste reingebaut werden. Hinten das Büro für den Werkstattleiter mit einem meiner Lieblingsdetails, nämlich der technischen Zeichnung vom Rocket Air an der Wand. Natürlich eine schöne große Fotofläche mit dem Brabus Germany Logo und vor allem aber auch den Boden, den ich meine, schwenk mal so einmal über die Fläche drüber, den ich mega sexy finde und der diesem ganzen Ort auch einen wirklich coolen, einheitlichen Look gibt. Ich habe mir irgendwann mal eine Uhrenmanufaktur angeschaut und sehe natürlich viele Werkstätten von Formel 1 bis Gebrauchtwarenhandel und wollte genau dieses Feeling, also diese extreme Sauberkeit, die ich sowohl bei Uhrmachern, also bei den Brands in der Fertigung, als auch zum Beispiel in der Formel 1 sehe, hier reinbringen. Und ich finde, Julian, ein paar Dinge, man sieht es hinten so, ne? Schau mal, da ist noch ein bisschen Baustelle, weil die Wand auch zusammenhängt mit den Räumlichkeiten, die dahinter sind. Da muss Wasser, Abwasser und so noch teilweise umgelegt werden. Deshalb wird haben wir hier, schau mal, noch ein bisschen Baustelle. Mir war auch wichtig, dass wir alle Transportmittel, also jetzt Unterbringungsmittel, wie zum Beispiel hier die Schränke eben in der gleichen Farbe bestellen und auch durchbranden. Wir haben in allen Teilen unserer Fertigung alle Werkbänke mit Teppich bezogen, weil es Kratzer reduziert.
Und schlicht und einfach, wenn es blöd aussieht, zum Beispiel irgendwann mal Kleber ausgelaufen ist oder Klebereste auf den Werkbänken sind, kannst du den Teppich runternehmen und einfach wieder neu beziehen. Ja, die Jungs haben alle entsprechend neue Werkzeugkisten bekommen. Und selbst die Mülltonnen haben wir einmal sauber durchgelabelt. Und ich finde, es sieht gut aus. Ja, man hört es ja auch bei den Mitarbeitern, ne? Die sind sehr dankbar für den Arbeitsplatz. Es gibt so ganz einfache Themen, die mir immer wieder sehr, sehr, sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel, dass wir keine Holzpaletten mehr in Fertigung haben. Wir lagern alles intern um auf Kunststoffpaletten, weil ich schlicht und einfach finde, es sieht besser aus. Und Splitter, also Holzpaletten, die ja häufig immer wieder benutzt werden und schon jahrelang im Einsatz sind nicht durchstandardisiert splittern und erhöhen dadurch hier die Fehler- und Schadensanfälligkeit. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Wie wir im Ruhrgebiet sagen würden, Lila. Aber es ist eigentlich kein Lila. Es ist weder lila noch ist es ein richtiges Violett. Es ist Kirschjoghurt. Sternrubin, genau. Richtig, danke. Teil 3 von 3 Heute mit uns. Wir machen nochmal ein Car-Review über den S930. Okay, dann viel Erfolg. mal wieder. Ne? Moderation, siehst du, wie die Moderation schon aus der Decke mir in den Kopf fällt gerade? Mhm. Moment, da kommt sie. Zack, drin. Zack. Soll ich noch Insta für hier? Selbstverständlich. When many people think limousine, when many people hear limousine, they automatically think S-Class. And today was Ich nehme das alles. kannst auch genau so posten. Ja. 3 Stunden, 4 Videos. Guter Schnitt, oder? Finde ich, ist ein ganz guter Schnitt. Euch vielen Dank, ihr Lieben. Wir haben zu danken. Und für euch geht es jetzt in Feierabend, beziehungsweise noch ein bisschen Abbau. Und für mich geht es zurück ins Büro. Ja. Ne? Tipptopp. Bis später. Dein Hähnchen. Mein Hähnchen. Die Quatsch auch noch mitschleppen lassen. Und Niklas Mikro. Dein Mikro. Conti, du hast immer noch das Mikro von Niklas. Oh, der hat mich gerade zerrissen, ehrlich. Sind wir fertig? Jetzt muss ich aber weg. Also, wann haben wir heute Morgen angefangen? Boah, wir haben angefangen ich glaube, du warst hier um 9. Ich war hier um 9. Jetzt haben wir 20:59 Uhr. Morgen früh ich glaube 10 Uhr geht es in den Flieger zum nächsten Shop übers Wochenende. Das ist eine Einladung für eine Veranstaltung. Danach geht es nochmal in den Flieger, ein bisschen weiter weg. Und in der Woche bin ich zurück. Aber ich meine, guck mal, super spannender Tag. Fand Total. ich heute. Es ist häufig, dass ganz, ganz viele Dinge passieren. Wichtige Meetings, dann jetzt 1, 2 Videodrehs noch dabei. Ich bin jetzt platt und fahre jetzt nach Hause, weil ich jetzt einfach mal ein paar Stunden frei brauche. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so erwartet habt, was euch vielleicht auch an so einem Tag überrascht und was ihr in Zukunft gerne mehr sehen wollt, denn das freut mich und wir lesen das immer sehr aufmerksam. Und auch dazu sei nochmal gesagt, dass ganz viele von euch den Kanal hier noch nicht abonniert haben. Insofern lasst doch bitte mal ein Abo da. Wir geben uns viel Mühe mit dem Content. Das lohnt sich. Ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Julian, Dankeschön wie immer. Sehr gerne. Und auf geht's. Bis dann. Schönen Feierabend.